Tagesziel. So, der steile Aufschwung im Rückblick und ja, ein bisschen geht es noch hoch. So, Rückblick auf unsere Aufstiegsrouten. Servus und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Wir stehen am höchsten Gipfel der Schweiz, mit dabei Frank und Matt. Und wie schwierig die Tour wirklich ist, seht ihr in dem Video. Viel Spaß! Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier geht es gerade voll ab. Wir stehen an der Gornergratbahn und mit der geht es erstmal hoch zum Rotboden, oder? Zum Rotboden, genau. 114 Franken, so eine scheiß Zugfahrt. Haben die Franzosen mal wieder Haken eingebaut, die nicht aufgehen. So genau, relativ entspannt ging es jetzt auf 2800 circa mit der Gornergratbahn und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen rumschwitzen. Ein bisschen ist noch zum Monte Rosa hoch. So und da, das kommt auf dem Video gar nicht so rüber, aber das ist brutal, wie das hier ausschaut. Da können wir gleich mal den ersten Daumen da lassen. Und für uns geht es jetzt erst einmal hier wieder ein paar Meter runter. Tagesziel von morgen, da oben. Ich glaube auch was eher, oder? Genau bis zu dem Wegschüttel haben wir jetzt 46 Minuten gebraucht. Da kann man sich jetzt entscheiden. Den alten Weg, da muss man da absteigen und auf der anderen Seite wieder hoch. Monte Rosa Hütten ist da in der Mitte. Oder den neuen Weg in einem großen Bogen über den Gletscher und dann auf gleicher Höhe bleibend darüber queren. Wir entscheiden uns für den neuen Weg. So genau am Einstieg haben wir uns jetzt Steigeisen hochgelegt. Auf Seil verzichten wir, weil der ist eh so abgeapert, also wer da in eine Spalte reinfällt, dem kann man eh nicht helfen. So und hier folgt man am besten oder am schlauesten immer den Stangen, die da drin stecken. Nach dem Gletscherstück wieder die Steigeisen aus und jetzt geht es bis zur Hütten nicht mehr über den Gletscher, dafür schön über den Gletscherschliff. Genau bis daher waren wir 1 Stunde 45 Minuten reine Gehzeit unterwegs. Ja, so nah und doch noch so fern. Unser Tagesziel, die Monte Rosa Hütten, bis sie ist noch. Wir haben die vergangenen Tage eine Akklimatisierungstour gemacht. Schauen wir mal, wie sich das dann morgen auswirkt. Wie akklimatisiert ihr euch? Schreibt das mal rein in die Kommentare. So, nach 3 Stunden 30 reiner Gehzeit haben wir es fast geschafft. Jetzt die letzten Meter rüber. Da nochmal der ganze Zustiegsweg im Rückblick. Also es zieht sich, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eigentlich schon ganz nice, gell? So. Abendstimmung. Und so lange geht es jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es kurz nach 8 und um 2 Uhr klingelt der Wecker, deswegen geht es jetzt dann gleich ins Bett. Mit dem Panorama. So, es heißt guten Morgen. Es ist kurz vor 3. Wir haben uns jetzt extra Zeit gelassen, so als letztes starten.
und sauber warm ist. Und jetzt geht es gleich los. Wie gesagt, erstmal sieht man noch nicht wirklich viel. Bis zum Gletscher ist es jetzt auch noch ein Stück geil. Erst mit dem dunklen Gehatsche. Wahrscheinlich sieht man es auf dem Video nicht, aber hier sind überall so, also fast überall, hier sieht man es ganz gut, so Stangen mit Reflektoren oben drauf. Und so findet man eigentlich ganz gut den Weg. So, die erste Stunde sind wir unterwegs. Noch nicht am Einstieg vom Gletscher, sondern erst noch auf dem Schneefeld unterwegs. Aber weit soll es nicht mehr sein. So, auf ca. 3300, so um den Dreh, haben wir uns jetzt praktisch die Steigeisen angezogen und uns fertig gemacht, um in der Seilschaft zu gehen. Noch ist es dunkel, nirgendwo sieht man was. Dauert noch ein bisschen. Gerade am Einstieg vom Gletscher ist alles ein bisschen wild zerklüftet. Da muss man schauen, wo es dann lang geht. Ja, langsam kommt die Sonne, aber es dauert noch. So schaut es vor uns aus. Und so zu meiner Rechten. Da ist es halt rechts umeinander geschnaufe. Ratsch. So, Rückblick auf unsere Aufstiegsrouten. Ganz unten kann man die Hütte noch sehen. Also da ist gleich mal der erste Daumen jetzt fällig. Also wieder brutales Panorama. Auf der anderen Seite schaut es so aus. Jetzt gab es gerade Frühstück. Und bis dahin haben wir ein bisschen über 1000 Höhenmeter gemacht und sind jetzt auf knapp 4000. Noch nicht ganz, aber knapp. Bleibt noch ein bisschen was. So, hier hat man einen ganz guten Blick auf den Alphubel und dahinter versteckt sich auch so ein bisschen der Dom. 2 Videos kann ich mal verlinken. Und das Tagesziel, da in der Mitte hinten die Fußspitzen. Aber bis dahin geht es noch ein bisschen steil auf. Ja, und unter dem Bergschrund, der jetzt dann da oben kommt, steilt's auf und oben drüber sieht man ja, wird es dann richtig steil. Jetzt sind wir 3 Stunden 920 unterwegs, aktuelle Höhe 4270. So, da vorne ist der Schrund und hier Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Ja, sauber steil und man schnauft halt recht auf der Höhe, aber dafür brutal. Einfach nur brutal der Ausblick. Puh. So, da ging es auf. Und jetzt gibt es hier nochmal einen richtig schön steilen Aufschwung. Zum, jetzt nicht direkt hochpickeln, aber ja, zum Hochschnaufen.
der steile Aufschwung im Rückblick. Und ja, ein bisschen geht es noch hoch und dann darüber. Hier würde ich jetzt mal sagen, hier auf diese Verschneidung. Jawohl. Es geht. Super. Yes. Boah. Unelegant gelöst. Ja, das ganze Stück nochmal im Rückblick. Bisschen luftig. Und ich habe es unelegant gelöst, dass er die Hose etwas ruiniert. Uhuhu. Ja. So, die Gratpassagen im Rückblick, nichts schwieriger als jetzt der Zworer, teilweise ausgesetzt. Ja, die anderen zwei kommen gleich nach. Und dann geht es erstmal wieder steil im Firn auf. Vor der
Totale Schnauferei. Geht so. Geht so, Angeber. Ich weiß warum es heißt geht so, weil ich wieder der bin, der Seil schleppt. So, Rückblick in die Flanke. Und ja, ist noch ein bisschen was zum Hochgehen. So wie da drüben. So, das schnaufige Stückchen im Rückblick. Und ja, man sieht das Gipfelkreuz schon zum Greifen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen feine Gratkletterei. Schnee. Seil weg, Seil weg. Auf dem Steinband wäre es nicht einfacher gewesen. Ja, hinter dem. Ich hänge. Jetzt will ich noch rein. Was? Warte. Nein, da geht. Warte mal, ja. Mal noch ran. Da runter. Jetzt weiß ich, was du meinst, Frank. Ja, okay. Da wäre so ein Griff super, ne? So oben drauf. Okay. Hey Frank, ich
glaube hier oben drüber und dann. Da? Wer wackelt der böse? Wer wackelt? Der Große. Der Ganze oder was? Das ist wie so eine Kippbrücke, da kippt er nach vorne. Dann vorsichtig auf der anderen Seite runtersteigen. Ganz große Griffe. 50 Griffe jetzt. Oh fuck. Schnee rein. Okay. Hast du da eine Schlinge oben dran? Vor dir auf deiner Hand. Also da unterhalb ist mir jetzt leider der Akku ausgegangen. Das ist die recht eisige Rinde, die es aufging. Und jetzt bleiben noch ein paar Platten zu übersteigen und dann haben wir es schon. Ich sehe ja schon das Fixseil. Hallo. Ah. Das geht doch super. Was machst du jetzt? Warte, warte. Ich kann es wieder wegmachen. Jetzt nicht so. Boah, okay, Stuhl. Verstehe die Problematik. Ich hab's freigemacht. Ich habe immer das Vergnügen, gell, hinten dran. Bin ich immer der dann alles frei dann doch macht, ne? Weil
sehr unelegant. So schöne Griffe. Oh, der ist mies locker. Dann Nicht greifen. Wow. ja, So locker, dass er fast runtergehen könnte. ich friere hier unten. Sehr gut. Mal. Gleich noch rauslaufen, oder? Oder willst du dich einhängen? Nee. Achso, das ist der erste. Hallo. Jawohl. Jawohl. Yes. Yes. Schau, coole Geschichte. Genau, und bis da aufhören haben wir jetzt 5 Stunden 13 Minuten eine reine Gehzeit gebraucht. Höchster Gipfel der Schweiz. Jetzt erstmal eine Nusstorte. Brutales Panorama. Juhu. Ja, und nach einer kurzen Pause geht es jetzt nicht den Aufstiegsweg zurück, sondern wir queren noch ein bisschen weiter darüber und seilen dann runter ab auf den Silbersattel. Und von dort sieht man da, wo die unten schon die Leute laufen, geht es dann zurück zu Monte Rosa Hütten. Ist das hier so eine Doktorarbeit oder was geht hier ab? Nachziehen! Das wird uns angenehm. Dauert jetzt noch, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir das angematchte Seil aufnehmen. Ja. Halt ausscheißen, jetzt müssen wir irgendwie. Ah, da ist schon der erste Haken. Das heißt, wir können da schon, oder? Da vorne schon. Ja, kannst du, wenn du willst, schon rübergehen. Ne? Genau, es ging dann abdrängt um so einen Felsblock rum. Und dann hier schon der erste Abseiler, da unten der zweite. Und wenn wir dann da unten sind am Silbersattel, ist nur noch ein hart. So, und der nächste Abseilpunkt, man sieht, da geht jetzt die Rinne runter. Ja, Muss das Ding echt weiter oben. so genau, die Abseilrampe runter auf dem Silbersattel. Ich kann gar nicht sagen, wie lange wir da jetzt unterwegs waren, weil mein Track ausgegangen ist. Reine Gehzeit, das steht dann immer unten drin, das müsst ihr daheim ausrechnen. Und für uns geht es jetzt hinterm Frank da runter. Schon immer wieder brutal beeindruckend das Ganze. Genau, ihr könnt euch gerne mal die Kanalmitgliedschaft anschauen. Da gibt es keine rotzigen Nasen, aber jede Menge Vorteile. Unter anderem könnt ihr die Videos vorab sehen und im Nachgang ohne Werbung könnt ihr den GPX-Tracks zu der Tour haben. Und Telegram-Channel gibt es auch noch. Und die Einnahmen werden wie immer an die Bergwacht gespendet. Und nochmal die Abstiegsroute im Rückblick. Da ging es jetzt relativ zackig. 400 Höhenmeter abgestiegen. So schaut es jetzt da vor uns aus. Noch ein paar Impressionen runter bis zu Hütten.
Hat man eigentlich schon alles im Aufstieg gesehen. Genau, die Einblendung immer unten mit dem Schauen des Videos. Da ist jetzt einen nachhaltigen Beitrag. Das sagt, die Spenden des Videos werden dann gespendet. Die Einnahmen des Videos werden dann gespendet. Ja, im unteren Teil wird es ja nochmal spannend. Kurz bevor man vom Gletscher runterkommt, muss man natürlich den richtigen Weg finden. Jede Menge Spalten. Ja. Zum Aufpassen. Genau, nochmal Rückblick. Jetzt sind wir runter vom Gletscher und jetzt geht's praktisch durch Gletscherschliff und Blockgelände zur Monte Rosa. Habe ich schon mehrmals gesagt. Wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde oder so. Dann ist für heute erstmal gut. Tja, und da sind wir wieder. Wie gesagt, Zeit etc. schreibe ich unten rein. Kann ich so jetzt nicht sagen, weil meine Uhr zwischendrin aufgehört hat zu tracken. So, der nächste Morgen und jetzt steigen wir noch ab, oder besser gesagt, es geht rüber Richtung Bahn. Da zeige ich jetzt noch ein, zwei Impressionen und dann gibt es auch die Zusammenfassung. Ja, und auch auf dem Zu- oder Abstiegsweg, je nachdem wie man sieht, muss man über den Gletscher. Da geht es jetzt hier drüber. Noch ein bisschen Spannung im Abstieg. Jetzt geht es da durch die Verschneidung hoch. So, da ist da so ein kleiner fieser Aufschwung drin. Wahrscheinlich auch, ja, weiß nicht, was für eine Schwierigkeit ist. Man muss da einmal irgendwie gescheit drüber ziehen. Nervige Geschichte, vor allem wenn man so paniert ist. Sehr gut. Und da geht's weiter. Genau, und hier an dem Schuidel schließt sich praktisch die Runde. Vor 2 Tagen sind wir dahinter auf den Gletscher. Und ja, jetzt sind wir wieder da. So, nach 2 Stunden 30 Minuten haben wir unser Ziel erreicht. Das war jetzt Speedy. Nochmal Rückblick. So, wir sitzen gerade in der Gornergratbahn und fahren runter nach Zermatt. Jetzt gibt es die Zusammenfassung zur Tour die Fuhrspitze. Recht Platz sind wir alle, weil es war ein bisschen was zu hatschen. Aber eigentlich, also nicht eigentlich, sondern es ist eine ziemlich geile Tour. Also da ist alles mit dabei. Gletscherhatschen, Klettern bis zum 3. Schwierigkeitsgrad, Abseilen und natürlich muss man sagen, der Weg vom Silbersattel runter, der war schon sehr beeindruckend mit den Spalten. Monte Rosa Hütte, riesig, aber echt top organisiert, also die geht gut. Ja, haben sie gut gemacht. Steckdosen könnten sie ein paar mehr machen, aber ich bin kein Elektriker und weiß nicht, wie viele Solarzellen so rausschieben. Vielleicht kann uns das mal ein Elektriker sagen. Ja. 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 Dafür können sie gut kochen. Essen hat gepasst. Und geschlafen haben wir eigentlich auch gut. Stimmt, das ist aber das Wichtigste. Und ja, deswegen hatten wir auch am Aufstiegstag von der Höhe eigentlich überhaupt gar keine Tiere. Das ging gut. Waren wir gut akklimatisiert. Alles andere habt ihr im Video gesehen. Wir freuen uns jetzt dann, wenn wir mal frische Klamotten kriegen und aus diesen Schuhen rauskommen. Deswegen danke fürs Zuschauen bis daher. Ihr habt einen nachhaltigen Beitrag geleistet. Alle, die das Video anschauen und mich nicht kennen, einen Abo-Button da lassen. Dann gibt es noch mehr so geschmeidige Touren. Und schaut euch mal die Kanalmitgliedschaft an. Da gehen immer die Einnahmen, die Spenden direkt an die Bergwacht. Und mit der Aussicht da drüben verabschieden wir uns.